Aus alt mach neu, geniale Winterdeko für 0 €. Servus. Und hallo, hier eure Gartenlea. Habt ihr auch so eine alte Zinkwanne oder vielleicht ein paar Töpfe, die im Keller oder Garten rumstehen und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt? Bloß nicht wegwerfen. Schön, dass ihr da seid, denn ich zeige euch heute, wie wir aus genau solchen Schätzchen und Dingen, die wir direkt vor der Haustür finden, eine wunderschöne Winterdeko für 0 € zaubern. Ihr werdet sehen, wie einfach das geht und wie toll das am Ende aussieht. Also, packen wir es an. Erstens die Schatzsuche in der Natur. Das Beste an diesem Projekt? Fast alles, was wir brauchen, finden wir draußen in der Natur. Völlig kostenlos. Kommt mal mit, ich zeige euch meine Ausbeute. Die Basis ist natürlich ein altes Gefäß. Bei mir diese coole, große Zinkwanne. Ich liebe diese Patina. Ich war einfach eine Runde im Garten und im Wald unterwegs. Schaut mal, was ich alles gefunden habe. Ein paar knorrige Äste, die geben uns später Höhe und Struktur. Dann ganz viel frisches grünes Moos. Damit wird die Basis richtig schön satt und voll. Was natürlich nicht fehlen darf: Tannenzapfen in allen Formen und Größen für diesen rustikalen Look. Oh, und seht mal hier, ein paar Zweige mit leuchtend roten Hagebutten. Die werden später super Farbtupfer sein. Und für den Zauber am Abend habe ich noch eine einfache LED-Lichterkette mit Batterie, damit wir sie überall hinstellen können. Zweitens, Schritt für Schritt zur Traumdeko. So, jetzt wird's kreativ. Ich habe mir die Wanne auf den Gartentisch gestellt, da kann ich entspannt arbeiten. Ganz wichtig als erstes, checkt mal, ob die Löcher unten frei sind, damit Wasser ablaufen kann. So gibt's bei Regen oder Schnee keine nassen Füße und alles bleibt länger frisch. Ich starte immer mit den größten Teilen. Also Erde in die Wanne, dann kommen die langen Äste jetzt richtig fest in die Erde. Arbeitet ruhig ein bisschen in die Höhe, das gibt dem Ganzen später eine tolle Wirkung, auch von weitem. Ich stecke die hier so leicht versetzt rein, das wirkt gleich viel natürlicher. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, das Moos. Damit füllen wir die ganze Oberfläche auf. Drückt es ruhig ein bisschen fest und zupft es so zurecht, dass man keine Erde mehr sieht. Das Moos ist wie eine grüne, weiche Decke und die perfekte Bühne für den Rest. Kleiner Bonus, es speichert Feuchtigkeit, so bleiben die Zweige länger frisch. Jetzt sind die Zapfen dran. Die größeren lege ich so zwischen die Äste und die kleineren lasse ich ganz locker aufs Moos fallen. So als wären sie von ganz allein dahin gekullert. Und dazwischen kommen jetzt noch die Zweige mit den knallroten Hagebutten. Diese kleinen Farbtupfer machen echt einen riesigen Unterschied. Die Deko wirkt sofort viel lebendiger. Kleiner Tipp von mir: Wenn ihr schon ans Frühjahr denken möchtet, steckt einfach ein paar Zwiebeln von Krokussen oder Narzissen zwischen das Moos. Sobald der Winter vorbei ist, nehmt ihr die Deko raus und habt direkt die ersten Frühlingsblüher am Start. Dreist das große Finale mit Lichterglanz. Das Grundgerüst steht und sieht schon richtig super aus. Aber jetzt kommt der wichtigste Schritt für die gemütliche Abendstimmung: die Lichterkette. Ich habe hier eine mit ganz feinem Draht, die sieht man tagsüber kaum. Die wickle ich jetzt locker um die Äste und lege sie dann einfach so über das Moos und die Zapfen. Das Batteriefach verstecken wir am besten unauffällig am Rand, vielleicht unter einem großen Stück Moos. Und das war's auch schon. Schaut euch das mal an. Aus einer alten Wanne und ein paar Sachen aus dem Garten ist ein echtes Unikat geworden. Eine Deko, die mit uns lebt, sich mit dem Wetter verändert und einfach perfekt in den Winter passt. Aber jetzt kommt der Moment, auf den wir gewartet haben. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es dunkel wird. Wow, oder? Das warme Licht holt die Strukturen von den Ästen und das Rot der Hagebutten richtig schön raus. Genau diese gemütliche Atmosphäre macht doch die dunkle Jahreszeit erst so richtig schön und verwandelt den Garten in einen kleinen Zauberort. Simpel, natürlich und unglaublich stimmungsvoll. So einfach könnt ihr aus vermeintlichem Kram für 0 € eine wunderschöne und nachhaltige Deko zaubern, die euch den ganzen Winter über begleitet. Es braucht wirklich nicht viel, um es sich draußen gemütlich zu machen. Wenn euch die Idee gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann wird's aber Zeit. So verpasst ihr keine meiner DIY-Ideen mehr, mit denen wir es uns zu Hause noch schöner machen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welche Schätze bei euch noch im Keller oder Garten schlummern. Ich bin super gespannt auf eure Ideen.
Habt eine tolle Winterzeit, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal, eure Gartenlea.